zwar nicht sehr angenehm, aber es gehört leider zu den Aufgaben einer solchen Sendung, an diesem Stimmungsbild ein bisschen zu kratzen. Denn es gibt auch Gauner, die sich mit Blumen tarnen und mit böser Absicht sich in die Gruppe der Menschen einreihen, die Blumen verschenken. Einer von ihnen hat sich eine besonders fantasiereiche Masche einfallen lassen. Vielen Dank, Wiedersehen. Blumenhaus Bering, guten Tag. Ja, guten Tag, hier Dr. Winter. Ich habe einen etwas ausgefallenen Wunsch und wollte mal fragen, ob Sie mir den erfüllen können. Und welchen? Ja, meine 3 Nichten. Die haben am Wochenende Geburtstag und ich möchte nicht nur Blumen, sondern auch ein bisschen Geld schenken. Die jungen Leute können ja immer ein paar Mark gut gebrauchen. Natürlich. Wissen Sie, ich habe mir gedacht, dass man zwischen die Blüten ein paar Geldscheine steckt, so zusammengerollt. Das müsste doch ganz gut aussehen. Eine originelle Idee. Das haben wir zwar noch nie gemacht, aber vorstellen kann ich mir das schon, dass sowas ankommt. Ich habe sowas Ähnliches mal in der Zeitschrift gesehen. Es ist dann auch nicht so unpersönlich, als wenn man den Mädchen einfach Geld in die Hand drückt. Da haben Sie schon recht, Herr Doktor. Sie müssen mir nur sagen, welche Blumen Sie möchten und wie viel Geld es sein soll. Ja, ich dachte an 3 schöne Sträuße. Gerbera vielleicht. So für 50 Mark etwa pro Strauß. Und dann in jeden Strauß für 200 Mark Geldscheine zu 10 und 20 Mark. Und ein bisschen nett drapiert. Das geht schon in Ordnung, Herr Doktor. Wann brauchen Sie die Blumen denn? Ja, am Freitag. Ich würde sie dann alle zusammen abholen und auch gleich bezahlen. Wird prompt erledigt. Ja gut, dann bis Freitag. Sehr nett von Ihnen. Wiederhören. Ja, guten Tag, hier Dr. Winter. Ich hatte vorgestern 3 Blumensträuße für heute bestellt. Ach ja, die mit der Gelddekoration. Ja, genau, die mit den Geldscheinen dran. Ich kann sie leider nicht selber abholen. Mir ist da ein wichtiger Termin dazwischen gekommen. Aber ich würde meinen Fahrer vorbeischicken, mit dem Scheck. Was macht denn das zusammen? 3 mal 250 sind 750 Mark. Genau 750 Mark. Ja, in Ordnung. Ja, also dann nochmal danke für Ihre Mühe und wie gesagt, mein Fahrer kommt nachher vorbei und holt sie ab. Ist recht. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Guten Tag. Was darf denn sein, bitte? Ach, ich komme von Herrn Dr. Winter. Ich soll hier 3 Blumensträuße abholen. Ach, Sie sind der Fahrer. Ja. Moment, bitte. So, bitteschön. Es wäre gut, wenn Sie sie möglichst bald wieder ins Wasser stellen würden. Ja, geht in Ordnung. Ja, und hier ist der Scheck, den mir der Doktor mitgegeben hat. 750 Mark. Ganz genau. Und bestellen Sie einen schönen Gruß an Ihren Chef. Sagen Sie, das war eine tolle Idee. Werde ich ausrichten. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie haben es sicher inzwischen erraten. Der Mann, der sich zunächst als Dr. Winter und dann als dessen Fahrer ausgab, hatte es nur auf das Geld abgesehen, das in den Blumensträußen steckte. Der Scheck, mit dem er bezahlt hat, stellte sich später als ungedeckt heraus. Mehrere Blumengeschäfte sind auf diesen Betrüger hereingefallen. Die Geschädigten haben ihm vertraut aufgrund seines erfundenen Doktortitels und sicher nicht zuletzt auch, weil man einem Menschen, der auf so fantasievolle Weise Blumen sprechen lässt, zunächst einmal nichts Schlechtes zutraut. In einer Woche, meine Damen und Herren, ist Frühlingsanfang und damit beginnt unter anderem auch die Konjunktur im Gebrauchtwagenhandel. Jeder Mann, der sich ein neues Fahrzeug zulegen und seinen alten Wagen verkaufen will, weiß, dass er in dieser Jahreszeit dafür die besten Preise erzielen kann. Insbesondere auf den seit einigen Jahren üblichen Wochenendautomärkten floriert in den kommenden Monaten das Geschäft. Und dort wartet nach den Erkenntnissen der Kriminalpolizei neuerdings eine ganz besondere Gefahr. Der Schaden, den man dabei nehmen kann, ist nicht in erster Linie materieller Art. Man kann sich vielmehr ganz unversehens recht nachhaltigen Ärger mit der Polizei einhandeln.
Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Herr Bernhard? Ja, schon. Kriminalpolizei. Dürfen wir Sie mal kurz sprechen? Ja, warum? Was ist denn? Wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss. Durchsuchungsbeschluss? Ja, wieso denn? Was wollen Sie denn? Dürfen wir erst mal reinkommen? Ja, natürlich, bitteschön. Was ist denn da los? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die suchen was. Wir ermitteln in einer Einbruchssache, Herr Bernhard. Ja, und was habe ich damit zu tun? Sie sind doch der Halter eines Opel-Rekords mit dem Kennzeichen EB 526. Ja, aber... Dieser Wagen ist heute Nacht beim Einbruch benutzt worden. Wieso? Den Wagen habe ich doch verkauft. Wie? An wen? Schon vor 3 Wochen. Auf dem Automarkt. Können Sie das belegen? Was heißt belegen? Ach ja, ich habe ja einen Kaufvertrag. Moment. Hier, da ist er. Aber umgemeldet worden ist er nicht. Bei der Zulassungsstelle sind Sie immer noch als Halter eingetragen. Das wollten doch die Männer machen, die den Wagen gekauft haben. Tja, das haben die dann wohl vergessen. Da kann ich doch nichts dafür. Doch, Herr Bernhard. Wenn Sie die Zulassungsstelle nicht verständigen von dem Verkauf, dann sind Sie immer noch dafür verantwortlich, was mit dem Wagen passiert. Der Käufer heißt Werner Neumann. Ja. Haben Sie sich denn wenigstens vergewissert, ob der Name stimmt? Wie soll ich denn das machen? Die Männer haben mir einen Zettel mit dem Namen und der Adresse gegeben und das habe ich dann in den Kaufvertrag eingesetzt. Na, hoffentlich stimmt das alles. Der Geschichte müssen wir natürlich nachgehen. Sie hören dann noch mal von uns. Die Zweifel der Beamten an der Echtheit des Käufernamens erweisen sich sehr bald als begründet. Die Kripo stellt fest, dass es unter der angegebenen Anschrift eine Person dieses Namens nicht gibt. Ulrich Bernhard, mit dessen Wagen vermutlich sogar mehrere Straftaten verübt worden sind, bekommt somit noch weitere Unannehmlichkeiten. Ja, wir mussten Sie herbestellen, weil... Wenige Tage nach dem Besuch der Polizei wird er zu einer Vernehmung ins Präsidium vorgeladen. Also, Herr Bernhard, die Sache sieht nicht besonders gut aus. Ich muss Sie jetzt fragen, wo Sie Donnerstagnacht zwischen 10 und 2 Uhr morgens gewesen sind. Wieso? Da muss ich erst mal nachdenken. Am Donnerstag, sagen Sie. Mhm. Da habe ich wahrscheinlich erst ferngeguckt und dann bin ich ins Bett gegangen. Können Sie das beweisen? Wieso? Muss ich das? Das wäre gut, weil Ihr Wagen bei einem Einbruch verwendet worden ist. Dafür gibt es eindeutige Zeugen. Und der Käufer, den Sie uns angegeben haben, nicht existiert. Donnerstag, sagen Sie. Ja. Da hat mich kurz vor 10 noch eine Bekannte zu Hause angerufen. Mit der habe ich mich dann ziemlich lange unterhalten. Und wie heißt die? Ich weiß nicht, ob ich die da reinziehen soll. Das hätten Sie sich alles ersparen können, wenn Sie die Zulassungsstelle vom Verkauf Ihres Wagens gleich verständigt hätten. Aber ich hatte doch keine Ahnung, dass man das tun muss. Im Kaufvertrag heißt es doch, dass sich der Käufer dazu verpflichtet. Aber darauf dürfen Sie sich nicht verlassen. Hab ich aber leider. Tja, Herr Bernhard, das ist eine... Tja, meine Damen und Herren, viele von Ihnen werden es vielleicht auch nicht wissen. Auf diese übliche Klausel im Kaufvertrag darf man sich nicht verlassen. Nach § 27 der Straßenverkehrszulassungsordnung ist der Halter eines Fahrzeuges verpflichtet, den Verkauf und die Personalien des Käufers unverzüglich der Zulassungsstelle zu melden. Dieser Bestimmung kommt besondere Bedeutung zu, seitdem Rechtsbrecher der unterschiedlichsten Art, von Einbrechern bis zu Terroristen, sich ihre Fahrzeuge auf dem Gebrauchtwagenmarkt besorgen. Die Personalien eines Käufers prüft man am besten, indem man sich den Personalausweis zeigen lässt. Wenn ein Fahrzeug angeblich für eine nicht anwesende Person, also für einen Freund oder Verwandten, der sich logischerweise nicht ausweisen kann, gekauft werden soll, dann ist in aller Regel Vorsicht geboten. Wenn Sie also in der nächsten Zeit einen Wagen verkaufen wollen, empfiehlt es sich in Ihrem eigenen Interesse, an diesen Ratschlag zu denken. In diesem Zusammenhang im Übrigen noch eine ganz aktuelle Warnung.
In neuerer Zeit treten besonders in Nord- und Nordwestdeutschland wieder verstärkt Betrüger auf, die beim Autoverkauf meist eine kleine Anzahlung anbieten und den Rest per Scheck bezahlen wollen. Diese Schecks erweisen sich dann später als gestohlen, gefälscht oder ungedeckt. Da es sich bei diesen Betrügern um routinierte Profis handelt, weisen sie sich von vornherein mit gefälschten Papieren aus. Es nützt in diesen Fällen also nichts, sich nur den Pass zeigen zu lassen. Man sollte deshalb bei Gebrauchtwagengeschäften eigentlich immer auf Barzahlung bestehen. Und wenn schon Scheck, dann denken Sie daran, dass einfache Schecks gar nicht und selbst Euro- und Postschecks nur bis zu einer Summe von höchstens 400 Mark abgesichert sind. Und ganz kurz noch eine Warnung. Sie zeigt, dass der Erfindungsgeist der Gauner schier unerschöpflich ist. Da bietet zum Beispiel ein zwielichtiger Zeitgenosse per Inserat schwangeren Frauen eine treffsichere Vorhersage an auf die immer wieder wichtige Frage Junge oder Mädchen. Ablesen will er die Antwort, sage und schreibe, aus der Handschrift der werdenden Mutter. Deshalb ist auf einem Testbogen eine Schriftprobe einzuschicken und natürlich das Honorar in Höhe von 100 Mark. Sollte die Vorhersage nicht stimmen, so verspricht der gewitzte Prophet, dann gibt es das Geld zurück. Wir haben zwar noch keine Mutter gefunden, die ihre 100 Mark zurückbekommen hat, aber selbst wenn sich der Mann an dieses Versprechen halten sollte, ist er bei den zwei bekannten Möglichkeiten, Junge oder Mädchen, bei jedem zweiten 100-Markschein dabei. Und sogar rechtlich einigermaßen aus dem Schneider. Und nun wieder zu einem, wie ich meine, recht ernsten Thema, von dem zwei sehr unterschiedliche Gruppen als Geschädigte betroffen sind. Einmal diejenigen, um deren Geld es geht, und zum anderen, Sie werden es nicht glauben, die Polizei. Sie wird nämlich von einer ganzen Reihe unseriöser Geschäftemacher um ihren guten Ruf gebracht. Opfer im engeren Sinne sind meist kleine Geschäftsleute, die die Arbeit der Polizei durchaus zu schätzen wissen. Ja, sehr ordentlich. Jetzt können wir Sie bald zur Prüfung anmelden. Meinen Sie wirklich? Ich habe aber schon morgens Bammel. Ah, brauchen Sie nicht. Sie machen das alles ganz prima. Und in Theorie sind Sie sowieso klasse. Wann sehen wir uns denn wieder? Am Mittwoch hätte ich Zeit. Am Mittwoch um? So wie heute ungefähr. Geht das? Schon notiert. Horst Wagner betreibt zusammen mit seiner Frau eine recht gut gehende Fahrschule. Tschüss. Daneben ist er noch ehrenamtlich im Fahrlehrerverband und in der örtlichen Verkehrswacht tätig. Während er sich vor allem um die Ausbildung der Fahrschüler kümmert, erledigt seine Frau die Arbeiten im Büro. Gut, dass du da bist. Der Herr kommt von einem Verlag und möchte, dass wir inserieren. Guten Tag, Herr Wagner. Mein Name ist Schulz vom Verlag Polizei und Wir. Ja, guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wir geben im Auftrag der Polizei im Jahr 6 Hefte zum Thema Verkehrssicherheit heraus. Nicht schlecht. Dafür kann man nicht genug tun. Und dazu brauchen wir natürlich Anzeigen, denn die Hefte werden aus Inseraten finanziert und von der Polizei werden wir eben nur redaktionell unterstützt. Ah, ich verstehe. Und da wollen Sie uns auch einfangen. Ja. Ich finde, dass Ihre Fahrschule da gut hineinpassen würde. Ja, vielleicht, aber hier, wie sieht's damit aus? Ja, unsere Preise sind sehr kulant. Ich habe hier ein Inserat von Ihnen. Das war in der Festschrift zum Feuerwehrjubiläum. Hier. Ach ja, zur 100-Jahr-Feier im letzten Jahr. Wenn Sie keine anderen Vorlagen haben, dann würden wir gerade diesen Text übernehmen und auf unsere Spaltenbreite bringen. Ja gut, aber Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was es kosten soll. Ja, richtig. Moment, das haben wir gleich. Das wären 40 mal 90 Millimeter. Das kostet 200 Mark, nein, 280 Mark plus Mehrwertsteuer. Naja, Geld ist das auch. Ja, das macht sie doch für Sie bezahlt, gerade in Ihrem Gewerbe. Vor allem, wenn man sieht, dass Sie sich für die Polizei und den Verkehr engagieren. Ne? Das schon. Wer bekommt denn die Zeitungen? Die werden bei Behörden ausgelegt und gehen auch an alle Polizeibeamten. Und die beobachten natürlich ziemlich genau, wer ihre Freunde sind. Da haben wir keine Probleme. Naja, also, Schaden bringt Ihnen so ein Inserat auf alle Fälle nicht. Na gut, 280 Mark, sagten Sie. Tja, Sie kriegen selbstverständlich vor der Veröffentlichung noch einen Korrekturabzug. Wir müssen das Inserat ja neu setzen und Sie müssen dann hier noch Ihr Okay geben. In Ordnung.
Dann machen wir das so. Horst Wagner hat zwar keinen Mangel an Fahrschülern, aber er weiß natürlich, dass es nicht verkehrt ist, sich auch in Kreisen der Polizei gelegentlich in Erinnerung zu bringen. Deshalb erteilt er den angebotenen Auftrag. Er geht davon aus, dass es sich um ein einmaliges Inserat handelt und dass die Zeitschrift wirklich an alle Polizeidienststellen geliefert wird. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. In den folgenden Tagen nimmt ihn der Fahrschulbetrieb wie immer voll in Anspruch. Deshalb ist er, als der angekündigte Korrekturabzug kommt, wieder einmal in Eile. Du Schatz, hast du irgendwo mein Terminbuch gesehen? Nein. Du, aber schau mal, da ist das Inserat für das Polizeibrevier. Was für ein Polizeibrevier? Na, für die Zeitschrift. Da war doch neulich dieser Anzeigenfritze da. Ach so, zeig mal her. Die haben doch tatsächlich den Namen falsch geschrieben. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ein E zu viel. Bloß gut, dass man vorher einen Korrekturabzug kriegt. Ich verbessere das, unterschreiben muss man es auch. Und dann schicke ich es gleich wieder zurück. Ein adressierter Umschlag liegt bei. Ja, mach das, ich muss weiter. Vielleicht habe ich das Buch auch im anderen Wagen liegen lassen. Also tschüss, bis später. Tschüss. Frau Wagner weiß nicht, dass der Druckfehler ganz bewusst in das Inserat aufgenommen worden ist, um vom kleingedruckten Text des Korrekturabzugs abzulenken. Aus diesem Text ergibt sich nämlich, dass mit der Unterschrift ein Inserat in einer zweiten Zeitschrift in Auftrag gegeben wird. Und zwar nicht nur für eine, sondern für 6 Ausgaben. Die Überraschung ist deshalb perfekt, als etwa 2 Wochen später der Briefträger die Rechnungen bringt. Tja, da wäre heute nichts mehr, Frau Wagner. Nein, danke schön, Herr Breiter. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tag, Herr Breiter. Guten Morgen. Haben Sie jetzt viel Arbeit mitgebracht? Na, also heute ging es eigentlich. War nicht so viel. Na prima, vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss, bis morgen. Na Schatz, was Wichtiges dabei? Du, ich weiß nicht. Hier sind 2 verschiedene Rechnungen von Polizeizeitschriften. Wie? Wegen des Inserats? Ja, aber gleich 2. Wir haben doch nur 1 bestellt. Die eine verstehe ich ja auch. Von Polizei und wir 280 plus Mehrwertsteuer. Das ist richtig, haben wir doch so bestellt. Aber hier ist eine zweite Rechnung über 6 Inserate für fast 2000 Mark vom Polizeibrevier. Das muss ein Irrläufer sein. Nein, da steht doch unsere Adresse drauf. Das verstehe ich nicht. Polizeibrevier. Sag mal, so hieß das doch, wo ich neulich unterschrieben habe. Ach, da, wo der Druckfehler drin war? Ja. Du, sag mal, haben die uns vielleicht reingelegt? Ich weiß nicht, aber das wäre ja ein Ding. Hast du das Schreiben noch? Nein, das habe ich doch gleich wieder zurückgeschickt. Ihr Auftrag vom 13. Januar. 13. Januar, das war Montag voriger Woche. Warte mal, das kommt genau hin. Das war der Tag, an dem ich so lange nach meinem Terminbuch gesucht habe. Mir schwant Böses. Na, das wäre ja eine schöne Schweinerei, wenn die Polizei jetzt auch schon mit solchen Methoden anfängt. Für 6 Ausgaben des Jahres 86. Die sollen mich kennenlernen. Heute Nachmittag fahre ich beim Präsidium vorbei. Und die Rechnung nehme ich gleich mit. Horst Wagner ist nur einer von vielen tausend Geprellten, denen es ähnlich ergangen ist. Seit Jahren sind die Vertreter solcher dubioser Verlagsunternehmen unterwegs und sammeln mit ihren Tricks Inserate für Zeitschriften, die oft nur in ganz geringer Stückzahl gedruckt werden, sodass die Auflage praktisch nur für die Belegexemplare der Inserenten reicht. Die Polizei hat mit diesen Verlagen überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, sie hat mehrfach vor den dubiosen Praktiken gewarnt. Warum sie nicht mehr dagegen ausrichten kann, An Familienhäusern, die Blitzableiter sind deutlich zu sehen. Die Hilfsmittel, ein vorgefertigter Prüfbericht und eine selbst gebastelte Ausweiskarte. Außerdem ein Fernglas und ein eindrucksvolles, aber untaugliches Messgerät. Guten Tag. Morgen. Beißt der eventuell? Beißt der eventuell? Komm mal hier rein jetzt, aber schnell. Wir kommen von der Brandschutzinspektion in Darmstadt. Ja. Da müssen wir nach den Blitzschutzanlagen schauen bei Ihnen. Ich sehe gerade, der kommt hier runter. Wir schauen es uns gerade mal an. Ich habe ein Messgerät dabei, da brauchen Sie nicht unbedingt bei sein. Es ist so kalt hier draußen. Wir machen das von hier. Wir messen den Widerstand praktisch an der Erde. Ja? Das Messgerät tritt in Aktion.
Und per verstecktem Knopfdruck löst Bernd Schröder sogar einen respektablen Signalton aus. Aber das ist in Ordnung noch. Da kriege ich von Ihnen 22 Mark Gebühren. Sie klären das gerade schon. Und Sie könnten es praktisch zu Ihren Unterlagen nehmen, da müssten Sie was im Hause haben, bei den Bauunterlagen wahrscheinlich von der... Bin ich leicht. Ja, danke. Der Auftritt war wohl so überzeugend, dass die Hausfrau nicht nur bezahlt, was verlangt wird, sie legt sogar noch ein Trinkgeld drauf. Stimmt so, gell? Okay, herzlichen Dank. Danke, wiederschauen. So. Im nächsten Fall geriet unser Blitzschutzprüfer an eine zuerst recht kritische Hausbesitzerin. So, ich schreibe Ihnen gerade den Bericht nochmal aus. Alles in Ordnung. Was? Das haben wir hier gerade schon gemerkt bei den Nachbarn überall. Offenbar ist die Inspektion hier in diesem Bereich mit Außendienst schlecht dran gewesen in letzter Zeit. Also es muss, wie lange sind Sie jetzt hier? Es geht ins 8. Jahr. Es muss im Prinzip alle 5 Jahre gemacht werden. Die Anlage als solche sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Also da haben Sie keine Probleme. Da kriege ich 30 Mark von Ihnen. So. Ich will das ja. Nee, haben Sie auch recht im Prinzip, aber es muss ja sein. Ne? Ne? Dankeschön, wiederschauen. Einzig darauf kam es uns ja an, aufs Kassieren. Ein weiterer Versuch. Bernd Schröder und Kameramann Michael Kurt treffen auf eine Mieterin, die mitten in Umzugsvorbereitungen steckt. So, ich habe mir das gerade mal aufgeschrieben. Beanstandungen sind keine. Wir haben es also durchgemessen mit dem Gerät. Das misst also den Erdwiderstand. Der muss möglichst niedrig sein, weil sonst der Blitz ja nicht abgeleitet werden kann. Ich würde Sie bitten, dass es dem Hausbesitzer praktisch geben, dass der es zu den Blitzschutzunterlagen dazu nimmt. Ja. Diesen Prüfbericht ist eine Gebühr von 20 Mark zu entrichten. Ja, die würde ich von Ihnen bekommen dann. Und tatsächlich, die junge Frau legt sogar das Geld für die Hauswirtin aus. So, haben Sie erfassen. Wunderbar. Schönen Dank. Wiederschauen. Alles gut beim Umzug, gell? Toi, toi, toi. Tschüss. Per Fernglas werden die Leitungen auf dem Dach geprüft und beurteilt. Das hat er ordentlich gemacht. 20 Mark, ja. Haben Sie es klein zufällig? Also es ist völlig in Ordnung, die Anlage. Soweit ich das sehen kann, kann man nicht meckern. Nee. Das Ergebnis gibt sofort schriftlich per Prüfbericht. Ja, wir haben uns einen kalten Tag ausgesucht, wirklich, ja. Haben Sie es klein? Okay, gut. Ja, schönen Dank. Und den Bericht halt dazu nehmen zu den Unterlagen. Und auch im letzten Fall kommt unser falscher Blitzableiterprüfer ans Ziel. Da kriege ich eine Gebühr von 20 Mark von Ihnen. Ich quittiere Ihnen das. 20 Mark, ja. Wer schickt Sie eigentlich? Das ist die Brandschutzinspektion in Darmstadt. Wir überprüfen das also im Auftrag der Inspektion, weil die Brandschutzkasse Interesse hat natürlich, dass das in Ordnung ist, die Anlagen. Ne? So. Moment, da muss ich gucken, ob ich irgendwas rausfinden kann. So, das sind 20 und 10 für Sie. Gut. Danke. Schönen Dank, wiederschauen. Danke, Wiedersehen. Tja, was tun, meine Damen und Herren, wenn auch bei Ihnen ein Prüfer an der Tür klingelt? Ja, könnte ja echt sein. Also, wenn Sie ihn nicht bestellt haben, brauchen Sie ihn auch nicht aufs Grundstück zu lassen. Und bezahlen müssen Sie schon gar nicht. Denn die Kontrolle des Blitzableiters an einem Privathaus ist genauso freiwillig wie die Installation einer Blitzschutzanlage überhaupt. Anders liegt der Fall natürlich, wenn Sie mit einer seriösen Fachfirma einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben. Aber so etwas weiß man ja. Und solche Prüfer kündigen ihren Besuch auch vorher an. Denn sie möchten ja nicht vor verschlossener Tür stehen. Also, meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich darf mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei Vorsicht Falle. Guten Abend.